Hallo liebe Freunde des gepflegten Laufsports, herzlich willkommen zu meinem ersten Video hier über meinen Aufenthalt in Kenia und hoffe, ich kann euch hier ein paar tolle Eindrücke nach Hause schicken aus meinem Trainingslager in Iten, dem sogenannten Home of Champions, also der Heimat aller Meister des Laufens. Iten, für die es nicht kennen, befindet sich auf ca. 2400 Metern über dem Meeresspiegel. Man erreicht es relativ einfach über einen Direktflug aus Deutschland, zum Beispiel Frankfurt nach Nairobi in meinem Fall. Von Nairobi hat man dann nochmal einen Inlandsflug von ca. 20-30 Minuten, bis man dann in Eldoret ist. Genau, von Eldoret aus wurde man dann hier vom Camp abgeholt. Das hat dann nochmal eine Stunde gedauert und da sammelt man natürlich schon super viele Eindrücke am Straßenrand, was da alles passiert und so. Hier in Iten habe ich mich für ein Trainingslager für Amateure sowie auch Profis entschieden. Im Camp wurde man dann herzlich begrüßt. Das Camp an sich ist sehr schön gelegen, sehr ruhig. Das ist von einem ehemaligen französischen Profiläufer hier gegründet worden. Das ist eine bunt gemischte Truppe hier natürlich. Wir haben hier aus der italienischen Nationalmannschaft und der französischen Nationalmannschaft jeweils Athleten hier, die sich für Olympia vorbereiten. Ich glaube, in keiner anderen Sportart kann man sich das vorstellen, dass man als Amateur einfach in ein Trainingslager mit Profis geht und die einem Tipps geben und man so weiterkommt. Und man ist dann hier in Bungalows untergebracht. Die teilt man sich zu zweit. Das ist natürlich hier alles kein Luxus, aber man hat alles, was man braucht fürs Laufen. Es gibt ein Fitnessstudio. Wir haben einen Physio, der jeden Tag da ist und vor allem bietet es eben die Möglichkeit, hier einen Aufenthalt in der Höhe zu absolvieren, zu trainieren. Trinken ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man in so einem Höhentrainingslager ist. Ich trinke eigentlich in Deutschland nicht so viel, aber hier 3-4 Liter am Tag und habe die ganze Zeit Durst. Aber dafür gibt es hier auch an der Rezeption einfach so große Wasserkanister. Die füllt man sich dann einfach um in seine Flasche. Und davon ziehe ich eine nach der anderen leer hier. Und bezüglich Equipment hat man natürlich am allerwichtigsten vor seinem Bungalow so einen Schuhschrank. Ich habe hier 5 Stück dabei. Vielleicht kann ich dann nächste Woche noch was dazu sagen zu der Schuhauswahl. Aber oh my God, who the hell cares? Die Mahlzeiten im Camp werden immer zur gleichen Uhrzeit eingenommen, mit allen Mitgliedern aus dem Camp zusammen. Das heißt, da kann man sich dann austauschen über die Läufe und ja, das Essen, wie gesagt, ist super, super lecker hier. Man sieht natürlich da auch daran, dass die Kenianer natürlich hier rundherum überall Landwirtschaft betreiben und dass die Zutaten natürlich vom Allerfeinsten sind. Und nach dem Essen bekommen wir immer Früchte, die Mangos oder Ananas, Melonen. Das schmeckt so unfassbar lecker und unfassbar süß, dass man hier also Süßigkeiten oder so gar nicht vermisst. So that was a f***ing lie. Natürlich gibt es auch Ugali, darauf habe ich mich sehr gefreut, wo man sagt, geheime Zutat der kenianischen Profiläufer ist ja bekanntlich Ugali. Das gibt es natürlich auch, würde ich sagen, alle 2-3 Tage, einfach als Beilage dazu. Ist relativ farblos, man isst das dann auch mit der Hand, da formt man sich einfach so eine mundgerechte Portion und isst das dann. Into the mouth. Nice. Genau, die meisten Läufe habe ich wie gesagt dann alleine gemacht, da ich eben mit Abstand der langsamste hier im Camp bin. Und da ich leider 14 Tage vor meiner Anreise eine Corona-Infektion hatte und Come on, man. dann schon in Deutschland gemerkt habe, dass mein Puls sehr hoch ist. Und hier bei den Einheiten habe ich dann eben feststellen müssen, dass der Puls einfach durch die Decke geht. Und das hat sich dann nicht gut angefühlt. Ich habe dann Gehpausen eingelegt. Selbst bei den Gehpausen ist mein Puls dann über 130 geblieben. Meine VO2 Max ist ebenfalls von 61 auf 50 gesunken und das heißt, ich habe dann sukzessive einfach das Training runtergefahren, war jetzt die letzten 2 Tage jeweils nur eine halbe Stunde auf dem Ergometer. Das ist eben das Gute hier, dass man Zugang zu dem Fitnessstudio hat und einmal hat uns hier der kenianische Manager von dem Camp, Nixon, ein ehemaliges Mitglied von dem NN Running Team ist, schon mit Kipchoge in der Gruppe trainiert hat, eine 2:09 als Bestzeit hat. Der geht dann halt einfach mal hier mit einem Lauf. Das wollte ich mir dann natürlich nicht entgehen lassen, weil er natürlich alle Strecken hier kennt. Da sind wir dann in 5:50er Pace oder so gelaufen und das war für mich wie ein Tempolauf. Ich hatte 190er Maximalpuls bei einer 6er Pace, also das ist natürlich verrückt. Da hier auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit natürlich herrscht, habe ich mir auch gleich 2 Bladen gelaufen, hatte den Fehler auch gemacht, einen neuen Schuh, den ich davor nicht kannte, mit ins Trainingslager zu nehmen. Das ist eben gut, wenn man alles dabei hat, so wie Blasenpflaster. Da konnte ich mich da ein bisschen verarzten, damit das weitergehen kann. Die Läufe hier sind aber wirklich schön, also landschaftlich. Man läuft dann an kenianischen Feldern vorbei, es sind immer Tiere unterwegs und auch
ja, kenianische Läuferkultur ist sehr herzlich und sehr willkommen für uns Amateure und speziell die Kinder freuen sich dann. Das ist natürlich sehr besonders, wenn die Kinder dann neben einem herlaufen und einen anprahlen und die haben irgendwelche Sandalen an und laufen da mit einer Lockerheit neben einem her und lachen und winken einem zu und dann, wenn sie einen sehen, dann rufen sie immer Musungu, Musungu zu ihren Freunden und kommen dann angerannt. Musungu heißt Weißer und dann freuen sie sich und sind dann richtig neugierig, dass da so ein Weißer lang geschlappt kommt. Kann ich schwer in Worte fassen. Das ist wie das Gefühl bei einem Wettkampf, dass man angefeuert wird und alles fühlt sich plötzlich leicht an. So das Gefühl hat man halt. Also ja, das ist wirklich sehr schön zu sehen. Und vielleicht noch eine Sache zum Wetter. Das sind perfekte Laufbedingungen. Die Kenianer natürlich laufen sehr früh, also 6 Uhr ist Start. Dann ist noch so ein bisschen Dämmerung. Man hat tagsüber dann so zwischen 22 bis 24 Grad. Durch die Sonne, so wie jetzt, fühlt es sich wärmer an, aber es ist angenehm. Und ja, man hat auch oft lange Sachen an. Ich habe mir natürlich sofort einen Sonnenbrand geholt, weil ich dachte, ich brauche keine Sonnencreme, aber You serious? das werde ich jetzt ändern. Es sind wirklich so ab 17 Uhr, so wie vor 9 Uhr, hat man sowas von perfekte Laufbedingungen. Also es sind so 12 bis 18 Grad, meistens windstill. Das ist natürlich perfekt, ja. Und die meisten Läufe hier macht man natürlich auf diesen Lehmstrecken, die man eben kennt, diese roten Pisten. Und das Laufen dort ist auch sehr anstrengend, weil der Untergrund sehr uneben ist. Das heißt, das sind oft Steine oder sonstige Sachen. Also da merkt man dann schon, dass das Laufen gar nicht so einfach ist. Ja, natürlich, alles hat Höhenmeter hier. Selbst der 5-Kilometer-Lauf, den ich gemacht habe, hat 90 Höhenmeter. Alles andere hat über 100 Höhenmeter sofort. Genau, aber das kann man hier super gut anpassen. Wenn man es lieber einfacher möchte, dann kann man einfach auf der Straße laufen und da geht es dann auch leicht bergab. Das habe ich auch an einem Morgen gemacht und habe dann umgedreht. Hatte hier auch die Möglichkeit, dann immer mit so einem Moped zurückzufahren. Das kostet einen nur ein paar Cent. Genau, ein weiteres Feature, was ich dann noch rausgefunden habe an meiner Garmin-Uhr, ist, dass diese Uhr, ich wusste das nicht, ich habe die 245, dass man sich hier Karten draufladen kann. Was natürlich, wenn man hier ist, ich kenne nichts. Ich habe die ersten 2 Mal nämlich katastrophal verlaufen, bis ein kenianischer Bauer mir dann gesagt hat, hier ist eine Einbahnstraße, hier kommst du nirgends hin. Hi. Okay. Deswegen nutze ich dieses Feature super gerne. Man lädt sich einfach vorher eine Strecke und die Uhr zeigt einem dann immer, wenn man abbiegen muss, kommt so ein Piepton. Genau, und dann weiß man einfach, wo man abbiegen muss und das macht es eben super einfach, hier zu laufen. Und ich wusste bis gestern nicht, dass die Uhr dieses Feature hat. Die Physiotherapie nehme ich natürlich hier sehr gerne. Geht dann 1 Stunde, ist eine kenianische Sportmassage und der Physio zum Beispiel, erzählt dann, dass er halt selber auch läuft und eine solide 2,16 Bestzeit auf Marathon hat. Und das sind wirklich die besten Sportmassagen, glaube ich, die ich so bekommen habe. Das fühlt sich alles geschmeidig an nach 2 Massagen. Die Massagen sind auch kein Spaß. Man sagt wohl hier dazu, das ist das Pain Cave, also die Schmerzenshöhle, wenn man zum Physio reingeht. Meine Beine waren noch nie so gut. Es ist natürlich für mich sehr frustrierend, dass ich hier nicht trainieren kann. Ein weiteres super großes Highlight von meiner ersten Woche war, dass ich den Manager von Paul Chelimo getroffen habe. Und Paul Chelimo, die ihn kennen, ist natürlich einer meiner absoluten Laufidole. Und durch meinen Kamera-Background. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Haben wir uns dann ein bisschen ausgetauscht und er meinte, hey, wieso kommst du morgen nicht mit? Paul macht morgen eine Schlüsseleinheit und bereitet sich gerade auf die Olympia-Qualifikation für den Marathon vor. Dann durfte ich da beim Training die begleiten und wir sind hinterhergefahren im Auto und es ist einfach wahnsinnig beeindruckend, wenn man diese unfassbaren Athleten da in Aktion sieht, live, wie sie dann mit Geschwindigkeiten von weit über 20 km/h ihre Fahrtlegs machen und das war deutlich unter 3 Minuten. 1 Minute und dann 1 Minute Erholung, aber die Erholungsminute ist auch 3 Minuten 30 und wenn die dann 3 Minuten 30 laufen, sieht das aus, als würden sie 6 Minuten Schnitt oder so laufen. Das ist unvorstellbar und war sehr beeindruckend. Genau, gestern zum Beispiel waren wir dann noch im Carrier View. Das wollte ich unbedingt sehen. Da mietet man sich dann einfach so ein Moped. Die fahren überall rum. Man kann das durch Handzeichen einfach stoppen. Dann macht man den Preis aus und der fährt einen dann sogar zu zweit. Genau, Carrier View ist natürlich super, super schön. Das kennen wahrscheinlich auch viele vom Namen her, weil viele Profiathleten, die man aus Deutschland kennt, also Amanal Petros oder Philipp Flieger, ist natürlich immer denen ihr Zuhause, wenn sie hier in Kenia sind. Leider war keiner von beiden anzutreffen. Es war trotzdem super cool, das zu sehen und das Carrier View ist natürlich, die Aussicht ist super schön. Man hat auch erstmal so festgestellt, wo man überhaupt auf so einer Höhe ist und dort sieht man dann das Tal. Und die Vögel fliegen an einem vorbei und ja, das Café dort ist auch wirklich super schön eingerichtet in kenianischem Stil. Ich verstehe, warum unsere Profis
dort absteigen. Auf dem Weg zurück hat es dann angefangen zu regnen, womit man jetzt auch nicht so gerechnet hat. Aber ja, es war dann auch cool. Dann sind wir zurück ins Camp, wurden ein bisschen nass, aber es hat super gut gerochen, dieser Regen auf der kenianischen heißen Erde. Und ja, ein schönes Erlebnis. Und unser Wachmann hat mir aber dann Folgendes gesagt. Rain is a blessing. Also der Regen ist ein Geschenk Für Natur und Mensch. Knappe 50 Wochenkilometer diese Woche gemacht. Ich hoffe natürlich sehr, dass sich das mit meinem Puls bessert und dass ich ja auch hier mal Trainingseinheiten machen kann. Das waren meine Eindrücke aus der ersten Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr natürlich spezielle Interessen oder Wünsche habt, was ihr gleich gerne sehen würdet, dann versuche ich das natürlich umzusetzen. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. A few moments later. Achso, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist natürlich, wenn man viel Sport macht, schwitzt man natürlich auch viel und braucht dementsprechend sehr viele Klamotten. Das heißt, hier gibt es einen Waschservice. Man kann alle 2 Tage seine Klamotten einfach in so einen Container legen und dann wird das hier auf der Wiese gewaschen und vor den Bungalow gestellt, was natürlich ja, ein super cooler Service ist. Und man braucht daher gar nicht so viele Klamotten hier. Das war's. Bis dann. Ciao.